Guten Morgen beim Sportvlog, heute aus dem Playmobil-Land oder Playmobil Fun Park. Ja, wir sind heute mit der Familie auf einem kleinen Ausflug und ja, wir schauen jetzt einfach mal, beziehungsweise ich schaue mal, wie das ist. Man muss ja den ganzen Tag in Bewegung sein und ja, entsprechend schaue ich einfach mal, ob ich heute Abend laufen gehe oder nicht. Ich werde dann mal die Roundtrip-Routing-Funktion vielleicht testen und dann gucken wir einfach mal, wie das funktioniert. Aber jetzt machen wir erstmal einen schönen Ausflug und gucken uns das Ganze mal an, wie das so läuft. Ja, ich weiß, das Ganze hat nicht so viel mit YouTube und Sportblog zu tun, aber für alle Familien, ich kann den Playmobil Fun Park wirklich empfehlen. Heute ist sehr, sehr wenig los, weil es kalt ist und ein bisschen regnerisch. Ich bin fast alleine hier. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, im Sommer ist ja einiges los. Es gibt hier viele Wasserspiele, schöne Spielplätze und auch einen schönen Innenbereich. Also wie gesagt, ich kann das Ganze nur empfehlen, falls ihr mal in der Gegend von Nürnberg seid. Schaut da einfach mal vorbei. Ja, hallo, ich bin heute in Nürnberg und zwar sind wir auf der Kaiserburg, die um 1000 das erste Mal eine Erwähnung fand, beziehungsweise gebaut worden ist. Und ich weiß, ich bin Sportlog, aber das gehört halt auch ein bisschen mit dazu. Wir erkunden gerade so ein bisschen die Stadt, da bewegt man sich ja auch, das sammelt auch fleißig Schritte. Und ich will einfach mal diese Anlage erwähnen, weil diese Anlage ist wirklich schön. Also wenn ihr euch für Burgen interessiert oder generell historisch interessiert seid, ja, gerade so der Aufbau einer Burg ist doch wirklich hier ganz gut zu erkennen, wie das Ganze hier aufgeteilt ist. Und ist auch noch sehr gut erhalten, trotz dass es im Zweiten Weltkrieg auch teilweise zerstört worden ist, wurde es hier wirklich wieder schön aufgebaut. Ein kleiner Ausflugtipp meinerseits, wenn ihr jetzt mit den Kindern mal im Playmobil-Land unterwegs wart oder im Playmobil Fun Park, dann könnt ihr auch mal einen Tag hier hingehen. Es lohnt sich wirklich. Heute die Roundtrip-Funktion, das heißt, die Uhr hat mir eine Strecke errechnet auf 5 Kilometer und ich bin heute schon 8 oder so gelaufen und da geht heute nicht mehr. Deswegen entspannte 5 Kilometer noch am Abend, schönster Sonnenschein. Ja, dann sehen wir auch hier schön die Strecke, die wir navigieren, wird hier schön angezeigt. Wir laufen jetzt hier hoch ins Grüne, in den Wald wahrscheinlich, mal schauen. Wir sehen hier auch ganz gut auf der Karte, ist alles gut eingezeichnet. Unten bekommen wir dann die Anweisung, wann wir abbiegen müssen. Leider entlang der Straße, aber das ändert sich gleich. Wir gehen hier in das Waldstück rein. Ja, wenn euch das Thema Roundtrip Routing interessiert, ich werde auf jeden Fall ein Update-Video mal dazu machen, zu der neuen Funktion, beziehungsweise ob es besser geworden ist. Beziehungsweise ich habe auch schon ein Video, und zwar das verlinke ich euch hier oben mal. Da seht ihr dann, wie das Ganze in der Praxis funktioniert, anhand der Phoenix 6. So, ich muss jetzt gleich abbiegen. Boah, berghoch ist immer noch anstrengend. Mann, Mann, Mann. Und es war nicht viel. Ja, und dann komme ich auch schon gleich wieder zu einer Kritik und ich finde es irgendwie schade. Vielleicht geht es ja auch nicht anders. Ich muss jetzt diesen Weg lang laufen und es ist offensichtlich eine Straße und kein... Ja, man sieht es ja schon. Es ist offensichtlich eine Straße und kein Laufweg, Radweg und hier gibt es auch keinen Weg irgendwas. Also das finde ich wieder schade, aber naja, schauen wir mal, wie es wird. 1,7 Kilometer. Ich hoffe nicht nur auf der Straße. Ich werde es mal riskieren, aber Kinder, macht das nicht nach. Oder wie war das? Naja, ein Vorteil hat's. Ich komme jetzt hier aus dem Ort raus und darf schneller als 50 laufen. So ein Glück. Oh Mann. Also Garmin, da müsst ihr echt noch was tun. Gerade eben wollte ich es noch loben. Naja. Ja, bei Roundtrip Routing ist auch so, ihr bekommt auch die Restdistanz angezeigt und auch die Ankunftszeit. Und wenn es Climb Pro gibt, also wenn es Steigung gibt, ist Climb Pro auch dabei. So, einen kleinen Test, was schaffe ich? (15) Ja, der kleine Sprint wird auch direkt bestraft. Von irgendwie 16 Kilometer sind es nur 7 in Stamina übrig. Ja, aua. Ist jetzt schwer zu erkennen. Hier ist jetzt ein Weg, der ruhig weitergeht. Aber wir laufen schön weiter, immerhin auf dem Radweg, auf der Bundesstraße, beziehungsweise neben der Bundesstraße.
Naja, da haben wir jetzt Autos noch, die vermissen wir sonst. So, jetzt bin ich an meinem Ziel wieder angekommen. Es waren jetzt 5,2 Kilometer, die ich gelaufen bin. Und ja, es war jetzt nicht so unanstrengend tatsächlich, aber ich war auch den ganzen Tag unterwegs. Ja, dann sehen wir hier 5,21 Kilometer bei einer 7er Pace. Ich war jetzt wirklich sehr langsam unterwegs, ich habe auch gefilmt. Das sehen wir auch ganz gut im Herzfrequenzbereich. Am Anfang habe ich gefilmt und gegen Ende nicht mehr. Und es ist auch echt noch anstrengend. Also ja, über 30 Stunden Ruhezeit hat er mir jetzt eingeräumt, 32 Stunden. Und die brauche ich wahrscheinlich jetzt auch wieder. Also ich habe echt, was Regeneration angeht, beziehungsweise Laufen geht mittlerweile. Okay, wenn man jetzt schnell läuft, dann merkt man es schon, aber so insgesamt Laufen funktioniert eigentlich jetzt ganz gut. Was wirklich problematisch ist, noch die Regeneration, die dauert echt wirklich noch lange. Und ich merke auch meine Waden tatsächlich. Das ist so ein bisschen, was ich merke. Das Muskuläre ist so ein bisschen anstrengend. Aber man merkt, dass es kontinuierlich besser wird, tatsächlich. Ja, heute haben wir den 10. April und wie ihr seht, ich bin schon wieder zu Hause. Das Schild habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gemerkt jetzt, dass ich mit der GoPro Tonprobleme hatte. Ich weiß nicht wieso, ich habe extra so ein Media-Mod oder Media-Kit oder wie das Ding heißt für die GoPro, aber irgendwie scheinbar hat die manchmal mit den Soundprobleme. Vielleicht hängt es auch mit dem Wind zusammen, keine Ahnung. Ich habe es ja eigentlich wieder den Wind geholt, also ich muss mich für die Tonprobleme da entschuldigen, die jetzt entstehen. Ich habe auch noch keine Lösung gefunden, vielleicht wisst ihr eine Lösung, wie ich das Ganze beheben kann, weil mich nervt es ehrlich gesagt ein bisschen, weil das war nicht billig tatsächlich im Verhältnis und ich erwarte eigentlich da schon, dass der Ton dann passt und naja, ich hoffe, es wird besser. Ich habe jetzt einfach mal nicht auf Stereo gestellt, sondern nur auf Vorderseite. Mal gucken, ob es besser wird. Ja, ich muss leider sagen, es war keine gute Entscheidung, das Mikro nur nach vorne zu stellen. Es hat nichts gebracht, es ist noch schlechter. Und das Bild ist schlechter, ich habe keine Ahnung. Also ich bin mit der GoPro, werde ich einfach nicht grün. Ich habe keinen Plan, was da los ist. Falls jemand mal optimale Einstellung hat, ich habe im Internet schon gesucht, ich suchte noch das Perfekte. Okay, dann schneide ich mal weiter. Ja, heute steht an wieder ein Trainingslauf, beziehungsweise ich werde heute wieder einen Garmin-Trainingsvorschlag machen. Ich habe ja die letzten Male das nicht gemacht, weil es sich nicht so ergeben hat, weil wir ja schon viel vorher gemacht haben und wir ja im Urlaub waren und jetzt sind wir ja zurück. Heute ist der Sonntag. Ja, heute ist ein Basislauf dran, das heißt, ich muss 6,40er Schnitt laufen und soll das etwa 43 Minuten machen. Ich versuche mal, dass ich das so hinbekomme, dass ich von der Pace langsam bin. Nachteil ist natürlich, wenn man nur vorne einen Ton abnimmt, dass man hinten nicht reden kann. Ich hoffe, es hört man trotzdem so halbwegs. Ja, und ich laufe heute mit der Instinct 2 Solar. Und ich mache auch was zur Coros Pace 2 noch. Da steht noch ein Test aus. Den wollte ich jetzt unbedingt machen, weil die Uhr ist echt klasse. Also ich kann die Uhr wirklich nur empfehlen. Als Einstiegsuhr wirklich top. Fürs Preis-Leistungs-Verhältnis kaum am Markt gibt es eine, die da irgendwie dagegen hält. Und da steht auch, wie gesagt, der Test aus. Da bin ich jetzt noch gerade dabei, da die Sachen aufzunehmen. Deswegen ist die dabei. Und der Christbaum ist natürlich auch wieder bestückt hier mit diversen Uhren. Da haben wir die Phoenix 7, die Rival und die Phoenix 6, immer noch mit Stride. Aber Stride ist sowieso so ein Thema, das muss ich jetzt dringend angehen. Ich will ja für die Instinct ein Video machen und auch für die Phoenix und Epix Uhren, da ist es ja identisch. Und auch mal da Stride Workouts zeigen, wie man es installiert, beziehungsweise dann auch mal Workouts machen und es einfach mal in der Praxis zeigen. Ja, jetzt ist mir das passiert, was mir bei Garmin-Uhren als passiert. Ich bin auf die dappige Lapptaste gekommen und da wird halt das Training beendet, ne? Du hast auch keine Chance. Oh je, holla. Oh, viel Regen. Ich mag wirklich Garmin-Uhren, sind wirklich super Uhren, tolle Sportuhren, aber manche Sachen sind einfach nur, Entschuldigung, Mist. Und zwar, ich bin jetzt auf die dumme Lapptaste gekommen und ja, habe damit mein Training beendet. Wurde nicht gefragt, ob ich es möchte, ob ich das jetzt versehentlich gemacht habe. Nö, wird beendet und ich kann es auch nicht mal reaktivieren. Neu anfangen kann ich es, ja okay, bringt mir nichts. Und das nervt mich, absolut. Ja, ganz blöd wird es zum Beispiel, wenn ihr einen Trainingsplan macht, dann, dann passt es auch nicht. Bei Coros zum Beispiel, da kann ich dann auch sagen, hey, nee, ich möchte also das Training fortsetzen, mach bitte weiter. Ich verstehe es nicht, wieso Garmin das nicht hinkriegt. So ein Mist. Naja, jetzt muss ich halt nach Freischnauze laufen. So, da haben wir auch schon den letzten Boden des Frühlings. Alles blüht nochmal richtig schön. Gut, wenn man Allergiker ist, ist natürlich nichts. Aber ich kann es Gott sei Dank genießen. So, die letzten Meter. Ich habe jetzt 33 Minuten auf der Uhr. 5,13 Kilometer. Den 6er mache ich noch voll. Und es wäre dann schon wieder eine Steigerung. Mal gespannt, wann ich die 10 wieder hinkriege. Aber ich bin optimistisch, dass es vielleicht nächste Woche schon klappt. Ja, was das Laufen jetzt gerade anging, da bin ich jetzt überlastet. Ja, ich war ein bisschen zu schnell, mal wieder. Überraschung. Aber langsam ist normal und ich fühle mich echt gut. Das ist die Hauptsache.
Ich hätte tatsächlich so noch ein bisschen weiterlaufen können. War jetzt wirklich klasse. Ich hätte auch die 10, glaube ich, heute geschafft fast. Also war wirklich ein guter Rhythmus drin und es macht auch Mut für, ja, für die nächste Zeit. Ansonsten VO2 Max ist noch 44 immer noch. Da sind sich auch alle Uhren irgendwie einig, dass ich da nicht so gut bin. Aber es ist einfach so, ich merke es ja auch, dass da so ein bisschen die Luft hinten raus fehlt. Aber das kommt auch wieder, das ist alles nur eine Trainingssache. Mal gespannt, wann ich die ersten Intervalle mache. Mal gucken, vielleicht nächste Woche, übernächste Woche gehe ich das mal an. Jetzt erst noch mal ein bisschen langsam machen und mal wieder die Grundfitness aufbauen. Ja, dann würde ich sagen, dann war es auch für diese Woche und wir starten dann nächste Woche. Ich weiß noch gar nicht, was da so ansteht. Video habe ich ja eigentlich schon gemacht. Dann möchte ich das Video für den Element Bolt schneiden. Ich habe da ja ein eigenes Navigationsvideo gemacht und dann mal gucken. Ich will auch noch einen Test zu der Pace 2 fertig machen. Den bin ich ja längst schuldig. Auch Test zu der Apex und Phoenix steht noch aus. Ich weiß, es gibt schon viele, aber ich mache den trotzdem. Habe ja schließlich getestet und vielleicht interessiert es euch ja. Und so ein paar Versus-Video habe ich noch vor. Ich will auf jeden Fall noch was zu Instinct 2 versus Phoenix 7 machen. Beziehungsweise auch vielleicht nochmal Phoenix 6 versus Phoenix 7. Ob sich da wirklich ein Upgrade lohnt, weil das lohnt sich nicht immer. Und ja, es ist noch einiges in der Pipeline. Und mal schauen. Ich habe natürlich auch noch die Rival, die will ich auf jeden Fall auch noch was vorstellen oder möchte da was vorstellen. Und sowohl ein Test-Review als auch vielleicht so ein paar Trainings etc. Also da gibt es ja auch noch einiges. Zum Bolt habe ich noch was, wo ich dann so einen Guide machen möchte, wo man ganz mal zeigt, was das ist. Ja, es gibt auch schon viele, aber hin und wieder klicken dann doch tatsächlich Leute auf solche Videos, wenn es neue sind, weil es gibt ja auch Updates etc. Und da habe ich es auch mit aufnehmen. Jetzt kommt schon wieder ein Auto, das ist unglaublich. Ja, hier der Verkehr ist echt Wahnsinn. Naja, okay, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Und falls du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier oben meine Playlist, das sind alle Videos rund um meinen Kanal, was so, ja, meine Top-Videos, sage ich mal. Beziehungsweise, wenn du, ja, den Blog von Anfang an sehen willst, ich habe hier oben, dann mache ich meine Playlist. Da ist der Blog von Anfang an. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Bleib gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.